Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um das Camp Plus Midnight der Ontario Knife Company. Backlog 42A-konform, Made in China und ein Preis unter 20 Euro. Wir haben verschraubte FEN-Griffschalen mit eingebetteten Stahllinern. Ich denke, das sieht man hier ganz gut. Ein Waffelmuster, das ordentlich Grip verleiht. Dann ein Drahtclip, der hat auch ordentlich Spannung, montiert auf Tip ab rechts, ummontierbar auf Tip ab links. Ganz einfach mit einem 8er Torx, ist wirklich schön gemacht. Hier fehlen etwa 5 mm zu Deep Carry. Hier ein Lanyard Hole, 3 mm Innendurchmesser, vielleicht ein bisschen ungünstig angebracht, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Grifflänge 109 mm, 10 mm Griffbreite. Das ist ein 4-Finger-Griff. Wir haben hier eine Mulde für den Kleinfinger und so greift man das Messer, wenn man weit weg ist vom Schnittgut, wenn man grobe Schnitte ziehen muss. Man kann dann auch in den Vorgriff gehen für feinere Schnitte, also das ist ergonomisch wirklich interessant gelöst. Die Handlage ist gut, da kann man nichts sagen, also soweit passt das. Dann eine schwarz beschichtete Clip-Point-Klinge, von hier unten gemessen 86 mm lang, 80 mm effektive Schneide, Klingenbreite 2,3 mm, ein Hohlschliff mit 0,4 bis 0,45 mm hinterer Schneidphase. Das ist auch ein relativ sauberer Anschliff, da kann man so nichts sagen. Es gibt keine Schleifkabe, Nagelhau links, darunter der Modellname, leicht schief aufgedruckt, Camp Plus Midnight. Rechte Klingenseite das Schriftlogo der Ontario Knife Company und das Herstellerland. Jetzt kommt vielleicht für so manchen der Dealbreaker. Das ist ein 420er Stahl mit etwa 53 bis 54 HRC, also gar nicht so viel. Ein simpler Stahl, der einiges verzeiht, ist relativ rostträge, braucht insgesamt wenig Pflege. Dafür muss man dann häufig nachschleifen, also das ist dann der Nachteil. Der Backlog ist in allen Richtungen spielfrei, aber man sieht hier, der steht hier über. Ja, das kann man dann mit der Hand in Position drücken. Kann auch sein, dass sich das ein bisschen noch einspielt mit der Zeit, vielleicht auch mit einem Tropfen Öl oder wenn man hier die Schraube so ein bisschen lockert. Und der Klingenstand ist auch nicht mittig, also bei der Verarbeitung ist auf jeden Fall Luft nach oben, kann man nicht anders sagen. Gewicht 75 Gramm, das geht absolut in Ordnung. Insgesamt ein sehr robustes Messer, Verarbeitung eher mittelmäßig, das sind günstige Materialien. Ja, werfen wir mal einen Blick auf die inneren Werte. So sieht es dann innen aus. Negativ war schon mal, dass ich 2 6er Torx-Schraubendreher und 2 8er Torx-Schraubendreher gebraucht habe. Die Schrauben musste ich kontern. Finde ich immer nicht so schön. Schön finde ich wiederum, dass ich es überhaupt kontern konnte. Das ist auch nicht selbstverständlich. Hier sieht man Bronzewascher. Das ist nicht so schlecht, also da kann man nichts sagen. Dann hier die Metallliner. Die hätte man vielleicht noch ein bisschen aussparen können für die Gewichtsersparnis, aber auch nicht so schlimm. Das ist ordentlich angepasst. Man sieht hier Ölrückstände, also das passt soweit. Wenig vertrauenserweckend finde ich diese Backlog-Feder. Also die ist wirklich klein und schmal. Ist ein Schwachpunkt für mich. Also die könnte irgendwann mal einfach brechen. Die Passung vom Backlog ist auch nicht so ganz sauber gearbeitet. Also ja. Man muss sich hier immer wieder ins Gedächtnis rufen, das ist ein Messer unter 20 Euro und da muss man vielleicht einiges verzeihen. Ansonsten ist das soweit eigentlich in Ordnung. Also wie vorhin schon erwähnt, ist die Verarbeitungsqualität eher mittelmäßig. Ich werde mir das jetzt wieder zusammenbauen. Vielleicht kann ich gleich ein paar Fehler beseitigen, den Klingenstand auch ein bisschen mittiger bringen und ja, mal schauen, ob der Backlog dann auch sauberer rastet. Ja, und dann gibt es gleich noch ein Fazit. Fazit, nach dem Auseinander- und wieder zusammenbauen ist zumindest hier die Sache mit dem Backlog ein bisschen besser geworden. Steht immer noch über, kann man immer noch reindrücken, sollte so nicht sein. Bei meinem Modell ist das einfach so. Den Klingenstand habe ich nicht mittig hinbekommen. Ja, ist ein bisschen schade. Wie gesagt, Verarbeitungsqualität, viel Luft nach oben. Ansonsten ist das Camp Plus Midnight ein Messer mit wirklich vielen guten Ansätzen. Das Design empfinde ich als sehr gelungen. Der Griff ist wirklich gut gemacht und dazu dieser ordentliche Drahtclip. Abzüge gibt es bei der Verarbeitung. Da fehlt einfach das letzte Finish. Ja, tut mir leid, das zu sagen, aber es ist einfach so.
Die Stahlwahl möchte ich neutral bewerten. Gleichzeitig möchte ich der Ontario Knife Company den Tipp geben, sich vielleicht nach einem etwas klangvolleren, günstigen Stahl umzusehen. Da gibt es wirklich viel Auswahl. 440C, D2, 12C27, 8CR13 MOV und wie sie alle heißen. Das Messer dann vielleicht ein bisschen teurer machen, ein bisschen besser verarbeiten. Vielleicht auch eine Version ohne Klingenbeschichtung anbieten. Ja, ich denke, das würde die Attraktivität hier sehr wahrscheinlich ganz immens steigern. Ansonsten ist das hier für unter 20 Euro ein interessantes Messer. Das kann man auch mal rannehmen. Da macht man sich dann keine Gedanken oder so, dass man irgendwo Kratzer reinbekommt oder vielleicht mal irgendwas verbiegt. Ja, insgesamt ein schönes Ding. Ich denke, das war es dann auch schon wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.